Ja Leute, es gibt da was ich euch noch nicht erzählt, wenn nicht sogar verschwiegen habe. Die aufmerksamen Zuschauer auf meinem Kanal, die wissen, dass es im Sommer noch ein Event gab, auf dem ich war, von dem ich euch aber noch nichts erzählt oder ein Video gepostet habe. Die Rede ist von Method. Und was genau dort passiert ist, erfahrt ihr im Laufe hier von diesem Video. Deswegen lasst jetzt schon mal ein Like und ein Abo da. Ja, kurz davor, wie viele wissen, war ja mein Doppelcrash in Kroatien gewesen, wo die Maschine erstmal komplett zerstört war. Wer das Video noch nicht gesehen hat, schaut gerne mal hier oben vorbei, da habe ich das Video nochmal verlinkt. Ja, und danach hieß es, schnellstmöglich das Moped wieder aufbauen, weil die nächsten Termine, die waren ja schon gebucht. Und nach einer stressigen Teilesuche, viel Geld, viel Arbeit, war die R1 dann am Ende wieder fit gewesen. Das Video vom kompletten Aufbau, wer es noch nicht gesehen hat, habe ich euch auch mal hier oben nochmal reingepackt. Ja, dann ging es also dran, die Maschine komplett ready zu machen für Method, alles fertig zu packen, ab in den Transporter damit und mit den Jungs Richtung Belgien. Dort waren wir dann auf einem 2-Tages-Event mit Trackdays BE. An sich ein ganz guter Veranstalter, relativ günstig, weil die Streckenauswahl, die sie drin haben, auch günstig ist, hauptsächlich so im Bereich Belgien, Frankreich. Aber von der Organisation kann man auch echt nichts Negatives sagen. Regelmäßige Gruppen, Neugruppierungen und so weiter, kann man absolut mitfahren. Für mich und die R1 war das Ganze jedoch gleichzeitig erst meine erste Probefahrt nach dem Wiederaufbau. Das heißt, ich musste erst mal testen, ob alles wieder so einwandfrei funktioniert. Deswegen kaum angekommen, Camp aufgebaut, alles fertig gerichtet, Maschine fertig gemacht und ab raus auf die Strecke. Da natürlich erstmal gemütlich gemacht, ins Moped reinfühlen, wieder neues Vertrauen zur Maschine aufbauen. Mir selbst ging es dabei soweit gut, das heißt, ich hatte keine körperlichen Verletzungen oder ähnliches, die mich irgendwie eingeschränkt haben. Ich hatte auch keine Blockade im Kopf, wodurch ich mich direkt wieder wohlgefühlt habe auf dem Moped. Das heißt, mit steigendem Vertrauen ins Motorrad konnte ich dann auch relativ schnell wieder zügiger fahren. Dadurch war es dann auch relativ schnell wieder so weit, dass ich gut laufen lassen konnte. Den Streckenverlauf, das Layout, das kannte ich noch von damals. Ich war am Anfangszeit von meiner Motorrad-Rennstreckenkarriere mit meiner Gixxer schon mal in Method gewesen. Ich glaube damals eine 1,16 oder sowas gefahren mit der 750er. Aber den Streckenverlauf, ich meine, sie ist auch nicht groß, deswegen kann man sich relativ schnell wieder einprägen. Dazu kommt, ich weiß nicht, ob das an Method selber liegt oder von Trackdays BE so gemacht wird, man bekommt in Method Hütchen hingestellt. Das heißt, für Einlenkpunkt, für Scheitelpunkt und so weiter hat man überall Hütchen, an denen man sich relativ schnell orientieren kann und dadurch umso schneller dann die Strecke wieder drin hat. Dadurch bin ich dann auch relativ schnell meine persönliche Bestzeit gefahren. Von einer 1 Minute 9 irgendwas. Ich blende es euch nochmal genauer ein. Wobei das noch nicht mal eine perfekte Runde war. Ich zeige euch mal die Runde komplett, ohne mein ganzes Gelaber. Zieht sie euch mal rein und dann sprechen wir danach nochmal drüber. Ja, man sieht, der Kollege vor mir war nochmal um einiges schneller gewesen und richtig flott. Der hat da auch ordentlich abgeliefert, aber dadurch hat er mich auch schön ziehen können. Deswegen, auch wenn es keine perfekte Runde war, ihr seht, hier und da war ein Fehler gewesen, war es trotzdem mit einer 1,9 meine persönliche Bestzeit. Und ich glaube, alles, was in Method so unter 1,10 ist dann doch schon relativ fix. Alles in allem muss ich aber sagen, dass Method jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsstrecken gehört und ich sie eher zu den B-Strecken zähle. Ich meine, die ist zwar günstig oder zählt generell zu den günstigeren Strecken,
wo man mal für ein bisschen Spaß und für Testfahrten und so weiter hingehen kann. Aber vor allem für Tausender-Maschinen wie auch meine R1 ist es einfach zu klein dort. Das heißt, man kommt immer nur im zweiten, dritten Gang da um die Ecke. Man beschleunigt eigentlich nur auf Start-Ziel, auch mal ein bisschen schneller, dass man da auch die Leistung ordentlich ausnutzen kann. Ansonsten ist es eine relativ verwinkelte Strecke, was auch nichts Schlechtes sein muss. Man kann auch auf kleinen, verwinkelten Strecken ordentlich seine Sitzposition, Körperhaltung und Ähnliches verbessern. Aber für eine Tausender, das macht wenig Sinn. Also da ist man dann doch mit einer 600er oder mit einem Naked Bike besser unterwegs und hat wahrscheinlich auch mehr Spaß. Ansonsten muss ich sagen, sagt mir auch der Streckenzustand jetzt nicht wirklich zu. Das heißt, es sind überall Flicken drauf, es sind hier und da Ausbesserungen da, es ist holperig, der Asphalt ist irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, also die Auslaufzonen und so weiter, das ist alles schön. Die Strecke an sich ist auch gepflegt, aber es kickt mich einfach nicht so, dass es jetzt irgendwie in den Kreis von meinen Lieblingsstrecken zählt. Außerdem in Meted noch ultra kritisch ist immer die Lautstärke. Also da sind die wirklich brutal streng. Das heißt, jede Runde wird dauerhaft gemessen auf Stadtziel beim Vorbeifahren. Und wenn man nur ein bisschen zu laut ist, dann kriegt man sofort die Black Flag. Das Ganze passiert 3 Mal am Tag und wer beim 3. Mal immer noch zu laut ist und keine Möglichkeit findet, irgendwie seine Karre leiser zu kriegen, der ist dann für den Rest vom Tag gebannt. Tja, das Ganze hat leider Gottes auch ein Kollege von mir geschafft. Die Gixxer, die war einfach zu laut, keine Möglichkeit gewesen, da irgendwie die leiser zu kriegen vor Ort. Auch in einem niedrigeren Gang vorbeifahren hat am Ende nichts geholfen. Das heißt, gebannt, am 2. Tag nochmal neu versucht, wieder 3 Versuche, 3-mal Black Flag, wieder gebannt, Feierabend. Ja, und so kam es dann, dass wir am Ende vom 2. Tag dann entschieden haben, scheiß drauf, wir fahren nur noch zum Spaß. Wir machen nur noch Faxen, wir machen ein bisschen schöne Videoaufnahmen, filmen uns gegenseitig, bisschen Ellenbogenschleifen, einfach Spaß haben. Da kam es gar nicht mehr auf irgendwelche Rundenzeiten an, sondern es ging wirklich nur noch darum, wir fahren aus Spaß an der Freude. Das heißt, einer von uns war sowieso zum ersten Mal überhaupt auf Rennstrecke mit seiner SV 650 Super Moped, war auch mein erstes Anfänger-Moped für die Straße gewesen. Der hat da seinen Spaß mit gehabt, das hat einwandfrei funktioniert. Der zweite war, wie schon erwähnt, gebannt worden. Ja, und dann waren noch Arthur und ich, die zusammen dann entschieden haben, wir gehen einfach raus, wir fahren einfach auf Spaß, wir filmen uns gegenseitig und sind da just for fun über die Strecke gepflügt. Naja, und was soll ich sagen? Genau dann ist es passiert. Schon wieder. Im letzten Turn, in der letzten Runde, alle waren schon am Einpacken. Tja, ich bin vorm Arthur gefahren. Wir biegen nach Startziel in die Doppel-Links ein. Sind wirklich nicht schnell gewesen, waren auch wirklich nur drauf am Faxen machen. Hier Arthur am Ellenbogenschleifen hinter mir. Und dann sieht man aber hier an der Stelle schon, wie ich zu früh einlenke. Den Scheitelpunkt Richtung Kuppe von der Gegengeraden verfehl und dann hier beim Umlegen auf rechts in zu spitzem Winkel genau über die Kuppe fliege. Ja, und dabei verliert das Vorderrad Kontakt zum Asphalt, klappt ein und schießt mich mit einem schönen Rutscher ins Kiesbett. Weltklasse, das haben wir wieder gebraucht. Endlich wieder ein Sturz kurz nach dem Wiederaufbau, als wenn es nicht teuer genug gewesen wäre. Ja, total unnötig, so kurz nach dem Wiederaufbau, absolut ärgerlich und am Ende vom Event auch noch maximal überflüssig, braucht kein Mensch. Zum Glück waren wir wirklich nicht schnell gewesen und bis auf ein paar Kratzer an der Verkleidung, am Auspuff und an den Rasten war sonst nichts Schlimmeres passiert. Es hätte zwar trotzdem nicht sein müssen, aber hier einfach schnell mit dem Schandwagen zurück in unser Camp, kurz beim Medical Center vorbei zum Durchchecken, Kies aus dem Bug gekehrt, alles zusammengepackt, rein in den Transporter und ab wieder nach Hause. Ja, zu Hause angekommen, dann erstmal den Karren ordentlich gewaschen, die Kratzer einfach mit Gaffertape überklebt, Auspuff und Rasten getauscht und dann war das Thema soweit wieder in Ordnung und die Maschine war wieder ready für den nächsten Termin in Most. Das Video von Most habt ihr schon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, auch das verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ist ein interessantes Video geworden. Außerdem hat sich ja in Most dann rausgestellt, dass irgendwas mit meiner Gabel nicht stimmt. Das heißt, meine neue, gebrauchte Gabel, da war alles falsch. Da war kein Öl drin, da war falsches Öl drin, dann war die nicht richtig zusammengeschraubt. Alles das hat dazu geführt, dass die Gabel einfach nicht richtig funktioniert hat.
Das habe ich aber erst in Most selbst richtig gemerkt und auch erst nach Most die Gabel dann zu TTSL zum Rainer eingeschickt, damit der die Gabel überarbeitet und der mir dann genau bestätigt hat, dass da einiges mit der Gabel im Argen war und es einen Haufen Geld gekostet hat, die wieder zu revidieren. Letzten Endes war das wohl mit ein Grund gewesen, neben meinem eigenen Fahrfehler, den will ich nicht unter den Tisch kehren, dass ich in Method über die Kuppe so abgehoben bin und das Vorderrad verloren habe. Hätte ich eine funktionierende Gabel gehabt in einem gewarteten Zustand, wäre das Ganze vielleicht nicht passiert. Eventuell hätte die Gabel es geschafft, meinen Fahrfehler und die Unebenheiten, sage ich mal, auszubügeln. Letzten Endes war es nicht der Fall. Ja, und es kam zum Crash. So ist es halt. Müssen wir wegstecken, ärgerlich. Zum Glück war es in diesem Fall wirklich hauptsächlich ein Optikschaden und es ist nichts Größeres passiert, weder an mir noch an der Maschine, dass es nochmal irgendwie einen Haufen Geld kostet. Es war am Ende lediglich Optik gewesen und um die Optik kümmern wir uns sowieso selbst. Das heißt, wenn euch das interessiert, wie ich die komplette Verkleidung in dem Fall komplett abschleife, spachtel, alles vom Arthur neu lackiert wird, die Verkleidung foliert wird. Wenn euch der komplette Prozess auch mal interessieren würde, dann lasst es mich gerne wissen. Haut's unten in die Kommentare rein, dann mache ich euch gerne mal ein komplettes Aufbauvideo über Geschichte Verkleidung. Wenn euch noch mehr zum Thema Motorradaufbau rein für die Rennstrecke, was es da an Umbauteilen gibt, welche Teile essentiell sind und ähnliches interessiert, lasst es mich auch jederzeit gerne wissen. Dann kann ich hieraus vielleicht eine komplette Videoserie machen. Ja, so viel zu meinem Event in Method und einem weiteren Crash in 2023, wovon ich euch leider bisher noch nichts erzählt hatte. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut euch doch jetzt mal hier oben das Video zum King Tire Slick Test an. Sehr interessant, günstige Reifen, der vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie so manch einer glaubt. Oder hier unten ein Video über meinen Jahresrückblick 2023, alles in der Zusammenfassung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.